Alien Investor präsentiert Graphene OS App Stores. Kurzer Hinweis für neue Zuschauer. alieninvestor.org ist meine Basis. Dort findest du den Weg zu Nostr für englische Inhalte und meinen Blog mit deutschen Artikeln zu Bitcoin, finanzieller Selbstverantwortung, Cypherpunk-Themen, fundierten Aktienanalysen sowie Bitcoin-Kursanalysen zur Einschätzung des aktuellen Marktumfelds. Vertraue niemanden, informiere dich selbst. Und jetzt weiter zum Thema. Na, hast du die Gitterstäbe schon durchgesägt? Im letzten Video haben wir Graphene OS installiert. Du bist jetzt offiziell raus aus dem Google- und Apple-Gefängnis. Aber pass auf, Freiheit ohne Verantwortung ist nur eine andere Form von Chaos. Nur weil die Tür offen ist, solltest du nicht jedem Fremden deine Hausschlüssel geben. Ich habe die digitalen Bezugsquellen auf dem Hauptschirm bereitgestellt. Alle Programme sind bereit zur Ansicht. Sauber, Kerstin. Heute zeige ich dir, aus welchen Quellen du deine Anwendungen richtig beziehst. Wir klären, wer dein Vertrauen verdient und warum Bequemlichkeit oft die größte Lüge im Bereich der Sicherheit ist. Thorsten übernimmt die technischen Details. Die Illusion der Sicherheit. Viele Nutzer machen einen Denkfehler. Sie glauben, wenn sie in Graphene OS alle Berechtigungen entziehen, sind sie sicher. Das ist nur die halbe Wahrheit. Die Quelle einer App ist entscheidend. Warum? Weil die Quelle bestimmt, wer den Code geschrieben hat, wer die digitale Signatur besitzt und ob Manipulationen bei einer Aktualisierung überhaupt auffallen würden. Signaturen und Prüfsummen sind kein Nerdkram. Sie sind das Fundament deines Sicherheitsmodells. Die empfohlene Hierarchie. Stufe 1 und 2. Die sicherste Wahl ist immer der vorinstallierte Graphene OS App Store. Er ist minimal, verifiziert und kommt ohne Verfolger oder Kontenzwang aus. Er ist der goldene Standard. Direkt danach folgt Acrescent. Du solltest es direkt aus dem Graphene OS Store installieren. Acrescent setzt auf reproduzierbare Builds und eine extrem strikte Prüfung der Signaturen. Hier gibt es keinen App-Zoo, sondern nur sauberen, überprüfbaren Code. Das Skalpell Obtainium. Für Fortgeschrittene gibt es Obtainium. Es ist kein klassischer Store, sondern ein Werkzeug, um Programme direkt beim Entwickler abzuholen, zum Beispiel via GitHub. Das ist großartig, weil du Zwischenhändler ausschaltest. Aber Vorsicht, Obtainium ist ein Skalpell, kein Küchenmesser. Wer hier die falschen Quellen oder Architekturen wählt, hebelt seine eigene Sicherheit aus. Hier trägst du die volle Verantwortung. F-Droid und das Aurora-Problem. F-Droid ist populär, aber nicht ohne Tadel. Die Aktualisierungen sind oft verzögert und F-Droid nutzt teilweise eigene Signaturen statt der Originalschlüssel der Entwickler. Nutze es nur, wenn es keine bessere Quelle gibt. Richtig kritisch sehen wir den Aurora Store. Er ist zwar bequem, aber er umgeht das Vertrauensmodell des originalen Play Stores. Wer Wert auf eine lückenlose kryptografische Kette legt, sollte Aurora meiden. Bequemlichkeit ist kein Sicherheitskonzept. Superkräfte, Profile und Shelter. Die wahre Stärke von Graphene OS liegt in der Trennung. Mit Benutzerprofilen kannst du Apps physisch isolieren. Dein Banking sieht nicht, was in deinem Alltagsprofil passiert. Mit Werkzeugen wie Shelter kannst du zudem ein Arbeitsprofil innerhalb eines Profils anlegen. Das ist ideal, um Google-Dienste in einen Käfig zu sperren, falls du sie für bestimmte Anwendungen zwingend benötigst. Man kann somit auch weiter Benachrichtigungen empfangen von deiner Auto- oder Kamera-App. Das geht in einem zweiten Benutzer nicht. Es ist nicht perfekt, aber massiv besser als eine tiefe Systemintegration. Bevor es weitergeht, kurz zum Fundament deiner Freiheit. Geld. Wenn du unkompliziert Bitcoin kaufen und gleichzeitig diesen Kanal unterstützen willst, habe ich was für dich. Mit 21 Bitcoin kannst du unkompliziert und schnell Bitcoin kaufen und gleich per Auto-Wallet-Transfer auf deine eigene Wallet übertragen lassen. Ich habe das Kennwort Alien Investor im System hinterlegt. Das ermöglicht eine Ersparnis von 20% bei den Kosten für den Kauf bei 21 Bitcoin. Genau, und wer Bitcoin hat, muss sie auch wie ein Profi sichern. Ich nutze dafür die Bitbox. Denn nur wer seine Keys selber hält, ist auch Eigentümer seiner Coins. Für diese digitale Tresorschachtel aus der Schweiz gibt es mit unserem Kennwort 5% Preisnachlass.
Die Verlinkungen dazu befinden sich unter der Videobeschreibung. Ihr habt's gehört, Leute, alle Links für die Angebote in der Beschreibung. Jetzt geht's weiter mit dem Video. Die Zukunft, Sepstore und Noster. Ein neuer Stern am Horizont ist der Sepstore aus der Nost-Gemeinschaft. Hier gibt es keine zentrale Kontrolle durch Konzerne. Entwickler signieren ihre Anwendungen mit ihren eigenen kryptografischen Schlüsseln. Vertrauen entsteht hier durch Reputation und direkte Verbindung. Es ist noch experimentell, aber ein exzellentes Radar für alle, die sich bewusst außerhalb der alten Plattformen bewegen wollen. Analyse abgeschlossen. Übergabe an den Commander. Du siehst, Graphene OS zwingt dich nicht zur Sicherheit. Es gibt dir nur die Werkzeuge, aber was du daraus machst, liegt an dir. Wer echte Kontrolle will, muss bereit sein, die Verantwortung für seine Quellen zu übernehmen. Schau dir die Links in der Box unten an, da findest du alle Details. Alle Links zu den Informationsseiten wurden unter dem Video hinterlegt. Die Datenübertragung ist abgeschlossen. Wenn dir das Video gefallen hat, liken, abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren, unterstütze den Kanal über die Links in der Beschreibung. Wenn du jetzt neugierig geworden bist und nichts mehr verpassen willst, schau öfter auf den Kanal und den Blog des Commanders. Dort gibt es regelmäßig neue Blogartikel, Finanzartikel, Bitcoin-Artikel und Artikel zum Thema Cybersicherheit.